for English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Heute für euch das Intro-Tierchen, ein Nephrurus cinctus, rauer Knopfschwanz-Gecko, sagt man auf Deutsch dazu. Also gerade diese australischen Geckos, da hat es echt wunderhübsche, ne? Also die Nephrurus insbesondere finde ich echt ein paar ganz tolle Terrarientiere. Früher hießen sie Nephrurus wheeleri cinctus, mittlerweile heißen sie nur noch Nephrurus cinctus, also als eigene Art bestimmt. Der speziell hat noch wegen eine, also man sagt so aberrant dazu oder aberrant auf Deutsch, also wegen eine ausgefallene Zeichnung, ne? Dieses gebänderte oder in der Mitte fast patternless. Also für die Nephrurus Insider unter euch ist der auch ein bisschen oder ist der auch deutlich ausgefallen. Ja, wunderhübsche Tiere, ne? Wenn man den Blick anguckt, die haben eben so den bisschen so gleich einen fiesen, bösen Blick drauf, ne? Und sind trotzdem so liebe, zutrauliche Geckos. Also ich bin, wie gesagt, ich werde zum totalen Nephrurus-Fan, glaube ich, so langsam und wollte ihn deswegen euch als Intro-Tierchen heute zeigen. Das Thema heute sind die Milben bzw. die Behandlung der Milben. Ich glaube, die meisten Terrarianer kennen das, vor allem bei so einer hellen Schlange wie der hier jetzt. Diese schwarzen Pünktchen hier, ne? Wenn man hier so schwarze Pünktchen sieht, wenn man genau hinguckt, kann man die sogar laufen sehen. Und beziehungsweise wenn man sie nimmt, kann man sie im Finger zerdrücken, dann werden sie rot, ne? Das Blut, das die saugen. Das sind Milben, ne? Wie gesagt, an so einer hellen Schlange ganz schnell zu erkennen. An einer wildfarbenen oder an einer dunklen Schlange natürlich einiges schwieriger zu sehen, ne? Wie gesagt, ein gängiges Problem in der Terroristik leider. Das ist, glaube ich, so die größte Seuche, die es in unserem Hobby gibt. Was machen wir dagegen? Wir haben zum einen die chemischen Keulen. Früher war es das unter Blattanex bekannte Wirkstoff Dichlorphos. Wurde mittlerweile verboten, weil es wirklich ein mordsmäßiges Gift ist. Dann hat man jetzt Insektizide, die auf Permetrin oder Pyretrum basieren. Das ist so seit Jahren eigentlich das Mittel der Wahl. Da gibt es das Adarp oder es gibt das Insektizid 2000. Es gibt noch 2, 3 andere, die aber alle mehr oder weniger ähnliche Wirkstoffe oder nicht ähnliche, sondern die auf diesem Permetrin oder Pyretrum. Ne? Pyretrum ist Chrysanthemengift, Permetrin ist, ich weiß gar nicht, aus was es hergestellt wird, ein anderes Pestizid, das für Spinnentiere oder Insekten verwendet wird. Dass das für unsere Tiere nicht das Beste ist, das können wir uns denken, und dass es für uns als Terrarianer natürlich auch nicht das Beste ist, wenn wir da immer diese Pestizide einsetzen, das können wir uns auch denken, ne? Also wir wollen alle in der Landwirtschaft und in unserer Umgebung wollen wir möglichst keine Pestizide, aber wir holen sie uns ins Haus, wenn wir unsere Reptilien gegen Milben bekämpfen. Eine super Alternative dazu sind die Raubmilben, ne? Unter dem eingetragenen Namen Taurus sind die bekannt, die Raubmilben. Wir haben schon mal eine Folge drüber gemacht. So ein bisschen wiederholen wir uns. Hintergrund, dass wir uns wiederholen, ist zum einen, dass es neue Erkenntnisse, gleich neue Tricks gibt, wie man die anwendet. So, das ist eigentlich der Hauptgrund, das wollen wir euch zeigen. Und weil es halt einfach wirklich ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Und deswegen glaube ich, ist es für die meisten Terrarianer wirklich gut, wenn man diese neuen Erkenntnisse zu diesen Taurus, wenn man die weiß. Jetzt muss ich aber noch kurz das hier aufklären. Das Tier oder diese schwarzen Pünktchen, die ihr hier seht, sind keine Milben. Das ist ein Banana-Königspython, und die Königspython-Züchter wissen, die Banana, die kriegen im Lauf des Wachstums, kriegen die solche schwarzen Flecken, die werden mit der Zeit immer größer. Der hier war jetzt ideal als
zum Zeigen oder als Vergleich. Ne? Es ist tatsächlich, also die Milben sehen wirklich genau so sieht's aus, wenn die Milben haben. Aber das sind keine, das ist einfach die Zeichnung von dem Tier. Aus dem Grund, ich möchte hier nicht irgendein Tier mit Milben hier spazieren tragen, die fallen runter. Wir haben hier alles mit Milben verseucht, Punkt 1. Punkt 2, wir haben aktuell, glaube ich, nirgends Milben in unserem Bestand. Von dem her hätte ich wahrscheinlich auch gar kein Tier mit Milben gefunden, zum Glück. Aber das hat jetzt perfekt gepasst. Wie gesagt, zu den Taurus gibt es verschiedene Dinge zu beachten. Ich habe mal hier so einen großen, das ist der XXL-Eimer, habe ich mal hier mitgebracht, um euch Sachen zu zeigen. Die Taurus, zum einen, sie sind perfekt gegen Milben bei Schlangen, Echsen und aber auch bei Spinnentieren. Ne? Spinnentiere heißt Vogelspinnen, also Spinnen allgemein, Vogelspinnen, Skorpione lassen die sich toll verwenden. Ne? Jetzt gerade bei anderen Spinnentiere habe ich ja ein Problem. Wenn ich jetzt eine Vogelspinne habe, die Milben hat, kann ich natürlich nicht mit dem Insektizid hingehen. Dann kill ich natürlich meine Vogelspinne oder auch beim Skorpion. Deswegen ist es auch gerade für die Spinnentiere oder für Wirbellose ein wirklich ganz tolles, probates Mittel, das man da einsetzen kann. Ne? Also Schlangen, Echsen, Spinnentiere. Ich weiß nicht, bei Schildkröten ist mir nichts bekannt, dass es Milbenprobleme gibt. Bei Krokodilen weiß ich auch nichts davon. Aber oder bei Amphibien weiß ich auch nichts davon. Aber sonst für alle anderen Terrarientiere. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Raubmilben frisch sein müssen. Ich habe in der letzten Folge haben wir gesagt, kann man im Kühlschrank bis zu 6 Wochen aufbewahren, völlig problemlos. Ich würde es keine 6 Wochen lang aufbewahren. Oder mit der Zeit haben wir gemerkt, nach 6 Wochen sind schon noch Raubmilben drin oder die leben noch, aber sie reduzieren sich. Ne? Die haben ja nichts zu fressen in ihrem Substrat drin. Ne? Ich meine, deswegen stellen wir sie in den Kühlschrank, um den Stoffwechsel zu senken, dass die sozusagen nicht gleich verhungern. Ne? Dann bei der Kühlschranktemperatur 4 bis 10 Grad haben die einen ganz reduzierten Stoffwechsel, aber trotzdem verhungern die mit der Zeit in dem Kühlschrank. Ne? Lasse ich den Behälter da 6 Wochen lang drin stehen, sind bei weitem nicht mehr so viele drin, wie wenn die ganz frisch sind. Ja? Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Wie ihr das prüfen könnt, ob sie frisch sind, kann ich euch auch zeigen. Das haben wir uns eigentlich auch so die letzten Monate oder seit wir die verwenden gefragt. Ne? Die sind ja doch relativ klein. Ne? So sieht es aus. Die sind in so einem Holzeinstreu da drin, diese Raubmilben. Und ich sehe nicht, ist da was drin, ist da nichts drin. Man tut dieses Substrat dann ins Terrarium reinmachen und ich weiß nicht, naja, habe ich jetzt einfach nur Holzstreu reingeschmissen oder sind da wirklich auch Milben drin. Ihr könnt es ganz gut testen. Ihr nehmt einfach ein schwarzes Blatt, ne? Schwarz, weil die Raubmilben weiß sind. Ein schwarzes Blatt. Nehmt den Deckel, klopft den da drauf und dann könnt ihr wirklich die weißen Pünktchen sehen und die weißen Pünktchen müssen natürlich auch laufen. Ne? Also hier überall auf dem, ich stelle das mal, ja, das ist jetzt wegen das wirft einen Schatten da drauf, ne? So könnt ihr es besser sehen. Also hier sieht man überall die weißen Pünktchen rumlaufen. Das schwarze Papier, wie gesagt, wegen Kontrast. Aber da sieht man wirklich toll, jawohl, da sind jede Menge, also nur an diesem Plastikdeckel hängt schon jede Menge Raubmilben. Also ist der Behälter gut, der ist frisch, den könnt ihr verwenden und könnt ihr so ins Terrarium geben. Zur Halbzeit der Folge die Erinnerung an euch. Daumen hoch lassen, wenn ihr es gut findet. Unseren Kanal natürlich abonnieren, Glocke am besten anmachen und auch gerne unten kommentieren. Ist das Thema wichtig? Findet ihr Raubmilben gut? Habt ihr Erfahrung mit Raubmilben oder lieber doch die chemische Keule? Ist ein spannendes Thema, kann man auch ein wenig drüber sich austauschen. Bin ich gespannt drauf. Noch ein paar wichtige Punkte, die ihr auch berücksichtigen solltet, wenn ihr diese Taurus, diese Raubmilben aus dem Kühlschrank oder wenn ihr die im Kühlschrank gelagert habt, dort rausnehmt, vielleicht nicht direkt vom 7 Grad kalten Kühlschrank ins 30 Grad
heiße Terrarium geben. Ne? Also denkt dran, die Raubmilben sind auch nur Tierchen. Das tut denen bestimmt nicht gut, diese extreme Temperaturschwankung. Also was wir hier machen, wenn wir die verwenden wollen, nehmen wir den Behälter oder den Eimer raus, lassen den bei Zimmertemperatur stehen für vielleicht halbe Stunde, Stunde, dass die von der Temperatur her, dass es halt kein so ein extremer Unterschied ist, und geben die dann erst ins Terrarium rein. Ne? Also zum einen, um ein bisschen die Milben selber zu schonen, aber auch das Substrat. Ne? Wir haben ja gesehen, die sind in so einem Holzeinstreu drin. Ich glaube, wenn das aus dem kalten Kühlschrank ins heiße Terrarium kommt, fängt dieses Holz auch leichter zu schimmeln an oder leichter zu verrotten an. Ne? Wahrscheinlich, weil das Wasser dann dran kondensiert. Ne? Im Terrarium in der Regel hohe Luftfeuchtigkeit, dann kondensiert das Wasser an den kleinen Holzstückchen und fängt deswegen an zu schimmeln. Ja? Also langsam die Temperatur, oder halt, ja, also nicht schlagartig Kühlschrank, Terrarium, sondern wirklich vielleicht eine Stunde lang bei Zimmertemperatur aufwärmen lassen. Nächster Punkt, ihr könnt denen, also diese Raubmilben fressen die anderen Milben und die Eier. Wenn ihr im Terrarium relativ viel Milben habt, haben natürlich die Raubmilben auch sehr viel zu tun. Denen könnt ihr ein bisschen helfen, indem ihr die Menge an Milben in eurem Terrarium schon reduziert. Das könnt ihr reduzieren zum einen durch einfach Abwaschen, ne, indem man irgendwelche Gegenstände gut abwascht und schon mal einige Milben wegspült, und vielleicht auch das Bodensubstrat im Terrarium schon mal auswechseln. Ne. Dann sind auch schon weniger Milben im Terrarium. Umso größer das Übergewicht von Raubmilben zu den Blutmilben ist, ne? Also die Relation Raubmilben zu Blutmilben, umso mehr Raubmilben vorhanden sind, umso effektiver ist die Wirkungsweise. Ne? Also habe ich im Terrarium alles voll mit Milben und gebe so eine kleine Portion Raubmilben rein, dann frisst so eine Raubmilbe eine Blutmilbe, ist wahrscheinlich, ich schätze mal, eine Woche satt oder noch länger. Ne? Wir wissen, alle Spinnentiere fressen alle paar Wochen bloß. Also dann kann es natürlich sein, dass die Raubmilben den Blutmilben nicht wirklich Herr werden. Ja? Deswegen also passt auf, reduziert die Menge an Blutmilben im Terrarium irgendwie mechanisch, wenn es geht. Außerdem, deswegen hier die zwei Sachen, ich habe es vorher schon angesprochen, die werden in der Terroristik auch viel benutzt gegen Milben, funktionieren relativ gut, sind halt die klassische chemische Keule mit all ihren Nebenwirkungen. Was ihr nicht machen dürft, ihr dürft nicht hier wochenlang, jahrelang in eurem Terrarium hier rumgesprüht haben mit irgendwelchen Pestiziden und dann sagen, ach nee, ab heute mache ich es mit Raubmilben. Und gebt in dieses pestizidverseuchte Terrarium die Raubmilben rein. Dann werden auch die Raubmilben an diesen Pestiziden sterben. Ne? Also wenn ihr euch entscheidet, diesen biologischen Weg zu gehen, dann müsst ihr sicher sein, dass euer Terrarium und auch die Umgebung frei von Pestizide ist. Das heißt, ihr müsst es, also der Übergang kann nicht von heute auf morgen passieren. Ihr müsst die Terrarien komplett sauber machen, das Substrat wechseln, vielleicht das Terrarium selber eben gut auswischen, putzen, so gut wie möglich alle Reste der Pestizide entfernen, um überhaupt mit den Raubmilben ein gutes Ergebnis zu erzielen. So verrückt, wie das klingt, ne? Aber diese Blutmilben oder Terrarienmilben, die wir haben, die entwickeln Resistenzen gegen diese Mittel. Ne? Terrarianer kennen das Problem. Man muss immer mehr davon nehmen, um die Blutmilben zu töten. Also entsprechend entwickeln die Resistenzen. Diese Resistenzen haben die Raubmilben fast nicht. Also ich glaube, dass eine Raubmilbe wahrscheinlich viel mehr darauf reagiert, weil das für die was Neues ist, wie eine Terrarienmilbe, die schon, jetzt sage ich mal, seit Generationen mit diesen Mitteln kämpft und sich dagegen zur Wehr setzt. Ne? Also da müsst ihr wirklich euch entscheiden, welchen Weg wollt ihr gehen. Wenn ihr Milben im Terrarium habt, macht nicht die totale Sparnummer zum Anfang und denkt, naja, nämlich eine kleinere Portion wird schon reichen.
ihr solltet schon am Anfang lieber ein bisschen zu viel wie zu wenig. Ne? Ich hatte es gerade vorher schon angesprochen, eine Raubmilbe frisst eine Blutmilbe und ist dann wochenlang satt. Das heißt, ich muss schon richtig eine ordentliche Portion da reinmachen. Diese Portion, auf den Behältern steht es ja ein wenig mit drauf oder es ist angegeben, wenn ihr die bestellt, für welche Terrariengröße. Wobei auch nicht unbedingt nur die Terrariengröße wichtig ist, sondern natürlich der Befall von Milben. Wie arg ist der Milbenbefall und wie groß ist das Terrarientier? Ne? Habe ich irgendwie eine ganz kleine Schlange, die befallen ist, reichen weniger Milben, wie wenn ich einen 3 Meter langen Tigerpython habe, auf dem Tausende oder noch mehr Milben sind und Eier, ne? Vergesst die Milbeneier nicht. Entsprechend brauche ich eine viel größere Menge für größere Tiere. Ne? Das müsst ihr berücksichtigen. Wenn ihr die Raubmilben verwendet, ihr werdet sehen, nach 2, 3 Tagen sieht man schon einen enormen Unterschied. Ne? Also wenn ihr nach 2, 3 Tagen das beobachtet und da wuselt noch immer alles weiterhin von Milben und ihr seht überhaupt keinen Unterschied, dann war irgendwas nicht in Ordnung. Entweder waren die Raubmilben schon viel zu alt oder ihr habt viel zu wenig genommen oder irgendwas ist. Aber dann müsst ihr ein wenig hellhörig werden. Also 2, 3 Tage ist so der Zeitraum, wo ihr definitiv eine Dezimierung sehen müsst. Dann würde ich euch empfehlen, gerade am Anfang nach einer Woche nochmal mit Raubmilben nachzulegen. Ne? Nach einer Woche haben die meisten gefressen oder ihre Arbeit vollbracht. Sie dezimieren sich auch zum Teil, die Raubmilben, und dann muss ich einfach nochmal nachstreuen, damit ich sicher bin, dass genug Raubmilben da sind und ihr dieser Milbenplage wirklich Herr werdet. Nach dieser Woche dann einfach beobachten, wie es weitergeht. Theoretisch müsst ihr eigentlich Ruhe sein. Ich würde euch trotzdem empfehlen, nach 5 bis 6 Wochen nochmal Raubmilben ins Terrarium auszubringen, damit ihr wirklich über Monate hinweg permanent einen Bestand an Raubmilben da drin habt. Ne? Es muss ja wirklich nur eine Milbe im Prinzip irgendwo überlebt haben oder ein Ei irgendwo überlebt haben. Und dann kann es sein, dass nach 5, 6 Wochen ihr wieder einen Ausbruch habt an Terrarienmilben und euch sagt, oh, jetzt war ja alles unnötig. Deswegen an eurer Stelle wirklich nach 6 Wochen das Ganze wiederholen und dann nochmal nach 6 Wochen wiederholen. Also dass ihr wirklich, ich würde fast mal sagen, dass ihr so 2, 3 Monate lang permanent einen Bestand an Raubmilben im Terrarium drin habt. Und wenn ihr dann nach 3 Monaten der Meinung seid, okay, jetzt ist absolut nichts mehr zu sehen, dann könnt ihr auch, solange ihr den gleichen Bestand habt und nicht Gefahr lauft, euch wieder neue Milben einzuschleppen, dann könnt ihr mit der Behandlung eigentlich aussetzen. Man sollte auch so ein paar anatomische Dinge der Milben beachten. Ne? Ihr habt gesehen vorher die kleinen weißen Milben auf dem Papier. Das sind bestimmt keine Kletterkünstler oder sind es definitiv nicht. Die können natürlich gar nicht springen, die krabbeln relativ langsam, wie ihr gesehen habt. Ne? Klar, die krabbeln so ein bisschen rum, aber jetzt nicht überwiegend schnell. Sie sind keine guten Kletterer oder eigentlich gar keine Kletterer. Das heißt, wenn ihr im Terrarium sowas wie hier, grüner Baumpython, leider auch ein Tier, wo die Milben eigentlich ganz gerne rangehen, dann solltet ihr hingehen und das den Milben etwas leichter machen. Dem Tier leider ein bisschen schwieriger, aber für die Milben leichter. Das heißt, ihr müsstet die Äste aus dem Terrarium rausmachen und dem Chondro halt wirklich mal 1, 2 Wochen leider ohne Kletterast im Terrarium lassen oder den Ast mal mindestens auf den Boden legen, ne, dass der relativ flach auf den Boden liegt, so dass die Raubmilben auch an ihr Futter oder an den Milbenwirt, in dem Fall an den Baumpython, rankommen. Ne? Also am besten würde ich ehrlich gesagt das ganz rausmachen, gut abspülen den Ast oder den Backofen, ne? Wirklich gut behandeln, dass der natürlich auch völlig milbenfrei ist und milbeneierfrei ist. Und wie gesagt, dem Tier das dann halt zumuten, dass er mal 1, 2 Wochen auf dem Boden bleiben muss, dass die Milben an den rankommen. Außerdem,
Was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, im Wüstenterrarium, ne, Bardergamen zum Beispiel, das sind dann nicht die roten, nicht die schwarzen Blutmilben, aber die haben oft diese roten Terrarienmilben, oder nicht oft, aber das kann es geben. Die Raubmilben mögen es nicht zu trocken. Das heißt, wenn ich jetzt Raubmilben in ein Wüstenterrarium gebe, haben die klimatisch da echt ein bisschen ein Problem. Die erledigen ihren Job auch im trockenen Terrarium, ne? Sie fressen trotzdem die Milben in dem Terrarium, aber sie überleben in diesem heißen Wüstenklima viel kürzer wie jetzt im tropischen, klassischen Terrarienklima. Ne? Das heißt, ihr müsst im Wüstenterrarium vielleicht mehr Raubmilben reingeben und auch ein bisschen öfters. Ne? Also das, was ich vorher gesagt habe, mit den 7 Tagen, das ist sicherlich okay, aber dann vielleicht wirklich immer im 7-Tage-Abstand über 3, 4, 5 Wochen hinweg immer ein bisschen Raubmilben nachgeben, um auch sicher zu sein, dass ihr auch im Wüstenterrarium den gewünschten Erfolg habt. So viel zum Thema Raubmilben. Wie gesagt, guckt, dass ihr auch diese Raubmilben gut behandelt, dass sie ihren Job machen können. Ne? Ein Punkt habe ich vielleicht noch vergessen, eben auch also Milben allgemein wollen es ja feucht. Bei den Blutmilben hat man immer gesagt, na, die Luftfeuchtigkeit reduzieren, damit die Milben sich reduzieren, aber die reduzieren sich ja nicht so weit, dass sie weg sind. Wenn ihr mit Raubmilben arbeitet, lasst die Luftfeuchtigkeit hoch, tut sogar eher das Bodensubstrat auch regelmäßig einsprühen, wie man es eigentlich bei den meisten tropischen Terrarien auch macht, weil wie gesagt die Raubmilben in einer feuchten Umgebung viel besser leben, überleben, sich vielleicht zu einem gewissen Grad vermehren und so ihren Job machen können. Auch noch zum Schluss zum Zeigen, es gibt natürlich verschiedene Größen, nicht, dass ihr erschreckt mit dem großen Eimer vorher. Wenn jetzt ein kleines Terrarium, dann reicht hier so die M-Portion, das ist Medium. Ich weiß nicht, also bei uns fängt es beim Medium an, vielleicht gibt es auch Small, aber Small ist so klein, dass man es eigentlich wahrscheinlich gar nicht brauchen kann. Also selbst für ein kleines Terrarium braucht man mindestens das Medium. Gibt es verschiedene Größen. Ja, ich glaube, es ist wirklich eine super Alternative zu den chemischen Keulen und deswegen wollte ich euch die vorstellen heute. Was auch noch gut zu dem Thema passt, es gibt die sogenannte Therapie, das ist eine andere Raubmilbenart wie die Taurus, ne, heißt Therapie, können wir euch hier mal gern einblenden. Die ist weniger für die Blutmilben geeignet, sondern eher für so die kleinen Drosophila-Fliegen oder die Fliegen, wo man eben Inkubatoren hat, oder wenn man ein Terrarium mit Erde hat, hat man ja manchmal diese Fliegen im Terrarium. Da sind die Therapie wirklich super, sind eine biologische Waffe dagegen. Müsst ihr auch mal ausprobieren. Ist auch neu für uns, also wir probieren es auch gerade aus, aber bis jetzt machen die scheinbar echt einen tollen Job und sicherlich auch eine Bereicherung für die Terroristik.